Ist ja auch verständlich, wenn man da viel Geld reinsteckt, dann ist es komplett wasted. Ja. Ich meine, dass man sich das 10% Set geholt hat und dann natürlich enttäuscht war, ist, dass dann schon relativ schnell die Ankündigung kam, dass sie es entfernen wollen. Ja, okay, aber ich meine, die Sache war von Anfang an fishy. Also das kann mir keiner sagen. Also ich meine, ich habe es mir auch geholt. Und habe einfach believed, war optimistisch, dass es halt einfach mal so ist, dass wir dieses 10% Speedset kriegen und ja auch schon Theorien aufgestellt, warum. Woran das liegen könnte und so. Aber was ich halt niemals gemacht hätte, wäre halt da mehrere Milliarden oder vierstellige F-Coin-Beträge in dieses Set zu buttern, noch bevor das Event vorbei ist. Oder halt wirklich so schnell. Und ich meine, eigentlich hätte man da schon sagen können, okay, dass die Leute pisst sind wegen dem Set an sich und so. Die Thematik an sich war natürlich schon kacke. Aber dieses Argument, oh, ich habe schon so viel Geld da reingesteckt und so. Ich meine ganz ehrlich, da sind die Leute dann eigentlich trotzdem selber wieder ein bisschen schuld. Also, ich will nicht Ghana in Schutz nehmen, aber wenn man schon lange Flive spielt und Leute, die so viel Geld haben und so viele Sachen, so viel Blessing of the Goddess oder Blessing of the Demon da reinbuttern, die sollten ja, wenn sie so viel Geld zur Verfügung haben, eigentlich schon länger spielen. Also kann man eigentlich auch sagen, sollten sie es eigentlich besser wissen, als in so ein Gratis-Set, was man random bei einem Event bekommt, was jeder von Anfang an sich denkt, hey, das ist viel zu gut, sowas machen die nie, da muss es doch irgendeinen Haken geben. Da müsste man ja eigentlich die, keine Ahnung, Tragweite seiner Entscheidungen selber beurteilen können, dass das vielleicht nicht die klügste Idee ist, nicht mal eine Woche später, wie gesagt, zweistellige Milliardenbeträge oder einstellige Milliardenbeträge oder 4-, 5-stellige F-Coin-Beträge da rein zu buttern. Also das hätte man sich eigentlich denken können. Also ich finde das Argument relativ schwach. Vor allem aus dem Grund, weil ich mir halt auch denke, Leute, die so viel Geld für Blessing of the Demon und Blessing of the Goddess ausgeben, haben die dann nicht eigentlich eh schon ein ultra gut gerolltes Set? Warum rerollen sie dann ein neues Set? Das ist halt auch das. Ich meine, klar, manche Leute wollen mehrere Stats, manche Leute wollen Geschwindigkeits-CS, also CS mit Geschwindigkeitsboni, manche wollen HP, manche wollen Damage und das aber alles auf einem Char. Also quasi einmal Damage, einmal AP, einmal Angriff vielleicht sogar. Also dass man 3 Stats haben möchte oder so und alle 3 10% sein sollen. Mag sein, aber das sollten ja eigentlich es sollten eigentlich nicht so viele Leute sein. Und wie gesagt, also ich meine, da hätte man ja trotzdem noch ein paar Wochen warten können, zumindest bis das Event vorbei ist. Klar, ich meine, ich wusste es auch nicht, dass es so kommt, wie es war und so. Aber weiß jetzt nicht, ob man da wirklich gar die Schuld für geben kann. Also für die Gesamtsituation auf jeden Fall. Und deswegen gab es ja auch das negative Feedback und so. Und deswegen haben wir jetzt dann den 10% Speed-Bonus und behalten ihn auch. Aber da jetzt wirklich jemandem die Schuld zu geben, dass man da komplett apeshit gegangen ist und sein gesamtes Geld in dieses Set gebuttert hat, in Blessing of Demon, Blessing of Goddess. Also da kann man eigentlich niemandem wirklich die Schuld geben, außer sich selbst. Klar ist es ätzend, keine Frage. Aber keine Ahnung, also den Weitblick sollte man schon haben, dass das vielleicht nicht die klügste Idee ist. Also, I don't know. Jetzt meiner Meinung nach nicht die beste Argumentation. Ich meine, es ist ja egal, was sie letztendlich überzeugt hat, aber ich fürchte halt, dass es solche Argumente waren. Und eigentlich sind das nicht wirklich gute Argumente. Von Leuten, die halt absolut keine Selbstkontrolle haben und mit ihrem Geld nicht umgehen können. Oder halt einfach viel zu viel Geld haben, I guess. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vermutlich auf 2. und 3. Char, der vorher kein 10% hatte oder so. Solche Leute haben auf jedem Char ein 10% Set. Du glaubst doch nicht ernsthaft, jemand, der mehrere Milliarden für Blessings ausgibt, hat kein 10% Speedset auf jedem Char. Ein 10% Speedset kostet wenige 100 Millionen. Und die Leute, die sich da wirklich beschwert haben, müssen tausende Blessings benutzt haben. Andernfalls, wer beschwert sich wegen 100 Mio? Da beschwert sich ja keiner. Also zumindest kein Wahl. Die Leute, die sich da wirklich aufgeregt haben, die haben Milliarden ausgegeben. Nicht Millionen. Kein Mensch regt sich wegen ein paar Millionen so krass auf.
Und solche Leute denken nicht mal in Millionen Schritten. Die kennen nur Milliarden. Also, I don't know. Vor allem finde ich es halt lustig, weil ein paar Leute hier im Stream ja auch gesagt haben, dass sie es so kacke fanden und jetzt deswegen quitten. Und eigentlich alle, die gesagt haben, dass sie jetzt deswegen quitten, quitten einfach trotzdem. Also, ist auch irgendwie lustig. Mein Gott, es waren nur 3, 4 Leute, aber trotzdem. Also, jetzt haben sie den 10% Speed-Bonus behalten, bekommen gratis 10% Speedset und quitten einfach trotzdem. Das ist schon irgendwie lustig. Außerdem, was ich auch crazy finde, ist, jetzt haben sie die einmalige Möglichkeit, Anfängern wirklich krasses Marketing zu unterbreiten. Ich meine, klar, jemand, der noch nicht Flash spielt, kann das vielleicht nicht so ganz umfassen. Aber ich meine, Flash-Marketing richtet sich ja überwiegend an Leute, die sowieso schon mal gespielt haben, wenn man mal ehrlich ist. Und weniger an Leute, die noch nie gespielt haben. Also, mag vielleicht sein, dass sie grundsätzlich natürlich neue Leute wollen, aber effektiv kommen ja dann trotzdem meistens die Leute, die es schon kennen, wieder. Und nicht wirklich so viele neue Leute. Und eigentlich hätten sie jetzt die einmalige Chance, weil sie haben ja offensichtlich einen Fehler gemacht. Das war ja nicht gewollt, haben sie ja selber gesagt. Das war ein Fehler. Oder ein Problem mit diesem 10% Speedset, was sie halt nicht auf dem Schirm hatten, wovon wir jetzt halt profitieren. Aber wenn ich Gala wäre, also als Unternehmer musste er eigentlich aus jeder Situation irgendwie nochmal das Beste rausholen. Und jetzt haben wir noch 17 Tage lang dieses Event. Und ich glaube, wenn ich Gala wäre, ich würde das Event vielleicht sogar verlängern. Um 1, 2 Wochen oder so. Und würde dann richtig fett Werbung damit machen. Spielt jetzt Flive und holt euch das 10% Speedset gratis. In nur 5 Tagen oder whatever. Oder für 50 Punkte beim aktuellen Event. Und würde damit richtig fett hausieren gehen, um möglichst viele Leute zurückzuholen. Weil jeder, der schon mal Flive Universe gespielt hat, sollte wissen, was ein 10% Speedset ist, weil die gibt es ja seit Release. Die gab es schon in der Beta. Oder in Early Access und so gab es die schon, die Speedsets. Das heißt, jeder, der schon mal mit dem Spiel zu tun hatte und länger ist, keine Ahnung, Level 20 gespielt hat, wird wahrscheinlich wissen, was ein Speedset ist. Und man könnte mal noch den umgerechneten Wert reinrechnen mit der Wahrscheinlichkeit, keine Ahnung, was ist ein Speedset so nach der Wahrscheinlichkeit wert, 3500 F-Con oder so. Könnten Sie noch schreiben, 10% Speedset im Wert von 35 Euro oder so, könnten Sie noch hinschreiben, wäre dann auch nicht mal gelogen. Und da würde ich würde richtig fett damit hausieren gehen und probieren, so viele Leute zurückzuholen und damit zu baiten, wie nur irgendwie möglich. Weil klar hast du jetzt einen Fehler gemacht und wahrscheinlich werden sie deswegen auch relativ viel Geld verlieren in der Zukunft. Also musst du jetzt ja eigentlich hingehen und sagen, dann müssen wir jetzt das irgendwie nutzen zu unseren Gunsten und da so viel wie möglich Leute wieder ranholen und ja, damit irgendwo ködern. Und ich bin mir 1000% sicher, das werden sie nicht machen. Und das ist halt so schade, dass man solche, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt ist es trotzdem ein totales, also für Gala ist es natürlich eine absolute Katastrophe, egal wie man es sieht. Weil selbst wenn jetzt dann deswegen ein paar hundert Leute wieder anfangen sollten, verlieren sie immer noch wahrscheinlich sehr viel Geld, 4-, 5-stellige Euro-Beträge vielleicht. Wobei sie da auch gegenwirken können, wenn sie jetzt endlich einfach mal andere Effekte releasen. Das Ganze kann man dann ganz einfach fixen, indem sie jetzt einfach ein ATK-CS-Set releasen zum Beispiel. Aber werden sie wahrscheinlich nicht machen. Aber egal, auf jeden Fall, da könnte man sich auch was überlegen, um diese Verluste dann langfristig wieder reinzuholen, weil jetzt dann wahrscheinlich weniger Speedsets gekauft werden in der Zukunft. Da müsste man sich natürlich auch was überlegen. Aber jetzt, quasi unmittelbar jetzt, ist ja einfach die Situation kacke, kann man jetzt nicht mehr ändern. Und da musst du halt aber, wie gesagt, das Beste rausholen. Und ich würde damit halt fett Marketing machen. Ja. Das Problem ist halt, wenn sie jetzt ein 5% HP oder 10% HP oder ATK-Set, das wären die beiden anderen Werte, die eigentlich jede Klasse mehr oder weniger gebrauchen kann. Oder vielleicht PvE-Damage, keine Ahnung. Irgendwie so. Könnten sie schon grundsätzlich machen. Das Problem ist, dann regen sich die Leute halt auch wieder auf. Ich meine, da ist halt wieder so, ich meine, worüber willst du dich aufregen? Das ist wie bei neuen Waffen und neuen Sets. Ich meine, du kannst nicht erwarten, dass das, was du hast, für immer das Beste sein wird. In einem Free-to-Play-Spiel wie Flive, wo halt einfach wieder neue Sachen released werden, bessere Sachen released werden. Also sich darüber aufzuregen, ist sowieso ein bisschen schwachsinnig.
Aber theoretisch würde wahrscheinlich der nächste Shitstorm ausbrechen, wenn sie jetzt nächste Woche 10% Whatever-Sets releasen. Dann würden die Leute wieder rumheulen und sagen, Alter, ich habe gerade 52.000 Blessing of the Demon rausgeballert, habe jetzt perfekte Rolls auf jedem meiner Teile und jetzt released ihr einfach ein anderes Set, sagt mal, habt ihr kompletten Arsch offen? Da würden sich die Leute wieder aufregen. Was wieder? Ich verstehe schon. Ich reg mich auch oft über Sachen auf, die einfach so sind, wie sie sind, die man eigentlich hinnehmen muss. Ich meine, das ist einfach nur menschlich, das ist natürlich. Aber objektiv, was willst du machen? Ich meine, was soll ich jetzt machen? Hätte ich jetzt eine perfekte Dosakas-Waffe und sie kündigen in 3 Wochen das nächste Update an, wo sie Ancient-Waffen vorstellen, wo ich mir 1000%ig sicher sein kann, selbst wenn sie uns nicht die genauen Effekte sagen, in der Ankündigung, kann ich 1000%ig davon ausgehen, dass meine Waffe schlechter sein wird. Und ich meine, klar bin ich dann pisst und würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen drüber aufregen, aber ich meine, was will ich machen? Also ich meine, irgendwann müssen sie ja neue Sachen releasen, irgendwann muss ja was Besseres kommen. Und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn ich mir jetzt ein 10% Speed oder whatever Set oder Waffe oder was auch immer hole, dass das für immer das Beste sein wird und dass ich dann niemals irgendwann mal einen finanziellen Rückschlag erlangen werde, weil was Besseres kommt und mein Item dann drastisch im Wert sinkt. Also ich meine, das ist ja im echten Leben auch so. Gut, ich würde jetzt Flife nicht als Investment bezeichnen, aber und vor allem Equipment in Flife sollte sowieso kein Investment sein, damit spielt man ja eigentlich. Also damit will man ja eigentlich gar kein Geld verdienen, damit will man einfach nur zocken. Aber vom Prinzip her ist es eigentlich kompletter Schwachsinn, sich über sowas... Also, objektiv ist es Schwachsinn, subjektiv kann man es natürlich verstehen. Aber, wie gesagt, ich meine, das weiß man ja eigentlich. Also, wenn man damit nicht klarkommt, dann muss man halt, wie ich zum Beispiel, einfach permanent mit Bloody-Waffen spielen zum Beispiel, weil dann kann es dir scheißegal sein, wenn du Sagas Waffe im Wert sinken oder Hernes Waffe im Wert sinken, weil was Besseres existiert. Weil das ist ja sowieso keine. Da musst du halt jetzt verkaufen und dann einfach hoffen, dass jetzt wirklich bald ein Update kommt. Oder du lebst halt einfach damit, dass du halt im schlimmsten Fall dann halt die 50%, 5 Milliarden oder whatever du investiert hast oder ausgegeben hast, im schlimmsten Fall halt auch verlierst oder zu einem gewissen Grad zumindest verlierst. Klar, ist mit den Sets, also mit den CS-Sets, mit den Blessing of the Demon und so, ist halt doppelt ärgerlich, weil du kannst die Items ja auch nicht handeln. Das ist halt noch so ein Punkt, den du jetzt bei Waffen zum Beispiel nicht hast. Ich meine, Waffe, außer vom FEC natürlich, könntest du natürlich trotzdem wieder verkaufen, selbst mit Verlust könntest du trotzdem verkaufen. Bei den CS-Sets, die gebläst sind, die kannst du nicht mal du kannst gar nichts damit machen, ja? Du musst ja sogar, das war halt bei Blessing of the Demon, also das ist ja auch wirklich, also da muss ich wirklich sagen, da kann ich schon verstehen, wenn sich jemand drüber aufregt, das habe ich aber noch nie gehört, dass sich da jemand drüber aufgeregt hat. Wenn du ein Item Blessing of the Demon, kann man doch runternehmen. Nein, kann man eben nicht, das war genau das, was ich gerade sagen wollte. Kannst du nicht. Wenn du Blessing of the Demon auf einen 5% Speed Boots zum Beispiel benutzt hast, dann musst du erst ein Blessing of the Goddess drüber rollen und das kannst du dann erst entfernen. Und Blessing of the Goddess ist ja ein reines Cash-Up-Item. Da zwingen sie dich quasi 100 F-Coin auszugeben. Und gut, jemand, der da ein paar Milliarden reingebuttert hat, den jucken dann die 600 F-Coin auch nicht mehr. Aber das finde ich eigentlich der Skandal, dass das schon wieder nicht geht. Also, das ist halt, ich finde es halt Wahnsinn, dass also da hat man endlich mal so eine Free-to-Play, in Anführungszeichen, Möglichkeit, so ein CS-Item zu farmen wie Blessing of the Demon. Aber da brauchst du trotzdem jedes Mal ein Blessing of the Goddess, um das wieder zu entfernen. Also das finde ich ist eigentlich schlimmer. Aber gut, das ist halt meine Free-to-Play-Ansicht. Meine Nicht-Wahl-Apeshit-Ansicht.